Lukas, ich muss dir etwas gestehen. Etwas, das ich noch nie jemandem gesagt habe. Natürlich, Anna. Ich höre zu. Was ist los? Ich glaube nicht an mich. Ich habe ständig das Gefühl, nicht gut genug zu sein. Wirklich, Anna? Du scheinst immer so selbstbewusst. Das ist nur Fassade. In meinem Kopf sage ich mir ständig, du schaffst das nicht, du bist nicht gut genug. Warum versuchst du es überhaupt? Anna, das sind Selbstzweifel. Viele Menschen haben das. Wirklich? Bin ich nicht allein damit? Nein, du bist nicht allein. Und genau darüber sprechen wir heute in Learn German Podcast. Wirklich? Das ist unser Thema? Ja, heute sprechen wir über Selbstzweifel. Warum zweifeln wir an uns? Wie überwinden wir diese Zweifel? Und wie lernen wir an uns zu glauben? Das ist genau das, was ich brauche. Ich will aufhören, an mir zu zweifeln. Du hörst Learn German Podcast. Deutsch lernen für Level B1. Und heute Selbstzweifel besiegen oder wie du lernst, an dich zu glauben. Los geht's! Also Lukas, fangen wir ganz von vorne an. Was sind Selbstzweifel überhaupt? Selbstzweifel sind negative Gedanken über dich selbst. Du denkst, ich bin nicht gut genug, ich schaffe das nicht, ich bin ein Betrüger. Genau das denke ich, besonders wenn ich etwas Neues anfange. Selbstzweifel sind normal, Anna. Jeder Mensch hat sie. Aber sie dürfen dein Leben nicht bestimmen. Woher kommen Selbstzweifel? Selbstzweifel kommen aus 3 Quellen. Erstens, Vergleiche mit anderen. Zweitens, Perfektionismus. Drittens, negative Erfahrungen. Vergleiche mit anderen? Was bedeutet das? Du schaust auf andere und denkst, die sind besser als ich, die haben mehr erreicht. Das mache ich ständig. Ich schaue auf Instagram und sehe nur erfolgreiche Menschen. Instagram zeigt nur die Highlights, Anna. Nicht die Probleme, nicht die Zweifel, nicht die Fehler. Also ist das Bild auf Instagram nicht die Wahrheit? Nein, niemand postet seine schlimmen Tage, aber jeder hat schlimme Tage. Das habe ich nie bedacht. Zweitens, Perfektionismus. Du willst alles perfekt machen und wenn es nicht perfekt ist, denkst du, ich bin nicht gut genug. Ja, das bin ich. Wenn etwas nicht perfekt ist, bin ich sehr hart zu mir selbst. Perfektion ist unmöglich, Anna. Du wirst nie perfekt sein. Niemand ist perfekt. Aber ich will doch gut sein. Gut sein ist möglich, perfekt sein nicht. Lerne den Unterschied. Und die dritte Quelle? Negative Erfahrungen? Wenn du in der Vergangenheit gescheitert bist, hast du Angst, wieder zu scheitern. Ich bin einmal in einer Prüfung durchgefallen. Seitdem habe ich Angst vor Prüfungen. Das ist verständlich, aber ein Fehler definiert nicht dein ganzes Leben. Anna, ich möchte dir etwas Wichtiges sagen. Was denn? Selbstzweifel sind nur Gedanken, sie sind nicht die Wahrheit. Nicht die Wahrheit? Was meinst du damit? Du denkst, ich bin nicht gut genug, aber das ist nur ein Gedanke. Es muss nicht stimmen. Also lügt mein Gehirn mich an? Ja, dein Gehirn sagt oft Dinge, die nicht wahr sind, besonders wenn du Angst hast. Mein Gehirn lügt mich an? Das ist verrückt. Dein Gehirn will dich beschützen, es will dich vor Enttäuschung schützen, also sagt es, versuch es gar nicht erst. Also ist mein Gehirn zu vorsichtig. Genau, du musst lernen, deine Gedanken zu hinterfragen. Frag dich, stimmt das wirklich? Wie mache ich das? Wenn du denkst, ich bin nicht gut genug, frag dich, warum? Was ist der Beweis? Der Beweis? Ich habe keine Beweise, nur Gefühle. Genau, Gefühle sind nicht immer die Wahrheit, sie sind nur Gefühle. Ich erzähle dir jetzt eine Geschichte, Anna, eine wahre Geschichte. Erzähl mir. Es gibt eine Schauspielerin. Sie heißt Meryl Streep. Meryl Streep, eine der größten Schauspielerinnen der Welt. Ja, aber weißt du, was sie am Anfang ihrer Karriere gesagt hat? Was hat sie gesagt? Sie sagte, ich habe mich immer gefragt, bin ich gut genug? Gehöre ich hierher? Bin ich eine Betrügerin? Wirklich? Meryl Streep hatte auch Selbstzweifel? Ja, das nennt man das Hochstapler-Syndrom oder Imposter-Syndrom. Viele erfolgreiche Menschen haben das. Das beruhigt mich. Selbst die Besten haben Selbstzweifel.
Genau. Der Unterschied ist, sie haben trotzdem weitergemacht. Sie haben ihre Zweifel nicht gestoppt. Ich will auch weitermachen, trotz meiner Zweifel. Das ist die richtige Einstellung, Anna. Jetzt gebe ich dir konkrete Tipps. Tipp Nummer 1. Schreibe deine Erfolge auf. Meine Erfolge? Ich habe keine Erfolge. Das ist nicht wahr, Anna. Jeder hat Erfolge, kleine und große. Welche Erfolge habe ich? Du hast dein Studium geschafft. Du sprichst Deutsch. Du hast gelernt, dich selbst zu ernähren. Das sind Erfolge. Das sind Erfolge? Das ist normal. Es ist nicht normal für alle, Anna. Viele Menschen schaffen das nicht. Sei stolz auf dich. Vielleicht bin ich wirklich zu hart zu mir selbst. Ja, mach eine Liste. Schreibe alle deine Erfolge auf. Lies sie, wenn du zweifelst. Das mache ich heute. Tipp Nummer 2. Sprich mit anderen über deine Zweifel. Darüber sprechen? Das ist peinlich. Es ist nicht peinlich, Anna. Viele Menschen haben die gleichen Zweifel. Vielleicht sollte ich mit meiner Freundin Lena sprechen. Das ist eine gute Idee. Tipp Nummer 3. Akzeptiere, dass Fehler normal sind. Fehler akzeptieren? Jeder macht Fehler. Jeder. Auch die erfolgreichsten Menschen. Fehler sind menschlich. Ich bin immer so hart zu mir, wenn ich einen Fehler mache. Versuche, freundlicher zu dir zu sein. Sag, Fehler passieren. Das ist okay. Fehler passieren, das ist okay. Perfekt. Tipp Nummer 4. Stell dir deinen Erfolg vor. Meinen Erfolg? Stell dir vor, du hast es geschafft. Die Prüfung bestanden. Den Job bekommen. Wie fühlt sich das an? Das fühlt sich gut an. Genau. Positive Bilder helfen gegen negative Gedanken. Tipp Nummer 5. Setze dir realistische Ziele. Realistische Ziele? Setze dir Ziele, die du erreichen kannst. Nicht zu hoch, nicht zu niedrig. Ich setze mir oft zu hohe Ziele. Zu hohe Ziele führen zu Enttäuschung und Enttäuschung führt zu Selbstzweifeln. Und Tipp Nummer 6? Tipp Nummer 6. Feiere kleine Erfolge. Kleine Erfolge feiern? Wie? Wenn du heute etwas geschafft hast, sag zu dir, gut gemacht, gönn dir etwas Schönes. Das mache ich nie. Ich feiere nur große Erfolge. Das ist falsch, Anna. Kleine Schritte sind auch wichtig. Jeder Schritt zählt. Tipp Nummer 7. Hör auf, dich mit anderen zu vergleichen. Das ist schwer für mich. Ich vergleiche mich ständig. Vergleiche sind unfair, Anna. Du siehst nur das Äußere. Du kennst nicht ihre Probleme. Was soll ich tun? Vergleiche dich nur mit dir selbst, mit deinem früheren Ich. Mit meinem früheren Ich? Ja, bist du heute besser als vor einem Jahr? Bist du heute weiter? Ja, vor einem Jahr hatte ich keine Ahnung von Podcasts. Jetzt mache ich einen Podcast. Siehst du, das ist Fortschritt. Das ist Erfolg. Das stimmt. Ich habe mich weiterentwickelt. Tipp Nummer 8. Akzeptiere, dass du nicht perfekt sein musst. Nicht perfekt? Nein, Perfektion ist eine Illusion. Es gibt keine perfekten Menschen, nur echte Menschen. Also darf ich Fehler machen? Ja, Fehler machen dich menschlich. Fehler machen dich sympathisch. Sympathisch? Wirklich? Ja, Menschen mögen Menschen, die nicht perfekt sind. Perfekte Menschen machen anderen Angst. Lukas, ich habe eine Frage. Natürlich. Was möchtest du wissen? Wann weiß ich, dass ich gut genug bin? Du bist schon gut genug, Anna. Jetzt, in diesem Moment. Jetzt? Ich bin nicht perfekt. Du musst nicht perfekt sein. Du musst nur du selbst sein. Und das ist genug. Das habe ich noch nie gehört, dass ich genug bin. Dann sage ich es dir jetzt. Du bist genug, Anna. Genau so, wie du bist. Danke, Lukas. Das bedeutet mir viel. Glaub an dich, Anna. Du kannst so viel mehr, als du denkst. Ich werde versuchen, an mich zu glauben. Das ist der erste Schritt. Also, Lukas, fassen wir zusammen, was wir heute gelernt haben. Punkt 1. Selbstzweifel kommen von Vergleichen,
Perfektionismus und negativen Erfahrungen. Punkt 2. Selbstzweifel sind nur Gedanken, nicht die Wahrheit. Punkt 3. Viele erfolgreiche Menschen haben Selbstzweifel. Der Unterschied ist, sie machen trotzdem weiter. Punkt 4. Schreibe deine Erfolge auf. Erinnere dich daran. Punkt 5. Sprich mit anderen über deine Zweifel. Du bist nicht allein. Punkt 6. Akzeptiere Fehler. Sie sind menschlich und normal. Punkt 7. Feiere kleine Erfolge. Jeder Schritt zählt. Punkt 8. Vergleiche dich nicht mit anderen. Vergleiche dich mit deinem früheren Ich. Punkt 9. Akzeptiere, dass du nicht perfekt sein musst. Du bist genug, so wie du bist. Und jetzt kommt die Aufgabe für euch, liebe Zuhörer. Ja, eure Aufgabe für diese Woche. Schreibt eine Liste mit euren Erfolgen. Alles, was ihr geschafft habt. Kleine und große Dinge. Alles zählt. Schreibt in die Kommentare, was ihr aufgeschrieben habt. Und jetzt kommt der Challenge für diese Woche. Ein Challenge. Ich bin bereit. Jeden Morgen sagt zu euch selbst, ich bin gut genug. Ich schaffe das. Das ist eine wunderbare Übung. Und vergesst nicht, Selbstzweifel sind wie Wolken. Sie sind da, aber sie vergehen. Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Lernende. Wir hoffen, diese Folge hat euch Mut gemacht. Und jetzt schreibe ich meine Erfolgsliste. Auf geht's. Das ist eine großartige Entscheidung, Anna. Mach das. Danke, Lukas. Tschüss zusammen. Bis zur nächsten Folge. Tschüss und denk dran, du bist genug. Genau so, wie du bist. Und jetzt ab zur Erfolgsliste. Tschüss.